Hallo Musiker, willkommen zu einer weiteren Folge von Entdecke großartige Musik mit Ted. Heute machen wir einen Deep Dive in den zweiten Satz von Haydns Sinfonie Nummer 45, der Abschiedssinfonie. In diesem Sinne, lasst uns die Partitur erkunden. Beginnen wir mit der Beobachtung, dass dieser Satz in A-Dur steht, der Dur-Parallele von Fis-Moll. Das ist wohl die naheliegendste Wahl für die Tonart. In der Sinfonie Nummer 26 in D-Moll zum Beispiel steht der langsame Satz in F-Dur, ebenfalls der Dur-Parallele. Andererseits steht der langsame Satz in der Sinfonie Nummer 39 in S-Dur, der Submediante. Und in der Sinfonie Nummer 44 in E-Dur, der Variant Tonart der Toniker. Die Form ist eine konventionelle Sonatenhauptsatzform mit Exposition, Durchführung und Reprise. Exposition und Reprise bestehen aus der erwarteten Abfolge von Hauptsatz, Überleitung, Seitensatz und Schlussgruppe. Wir werden sehen, dass die Durchführung aus 3 Abschnitten besteht, wobei das gesamte Material aus der Exposition stammt. Fangen wir ganz am Anfang an. Genau wie im ersten Satz ist das Hauptthema hier 16 Takt lang und ein geschlossener Abschnitt, der mit einem Ganzschluss auf der Tonika endet. Die Phrasenstruktur ist A, E, A und B'. Ähnlich wie bei den Sinfonien 42 und 44 beginnt der Satz nur in den Streichern, wo bei beiden Violinstimmen Consordino mit Dämpfer spielen. Achtet besonders auf die ersten 2 Takte. Diese Figuren mit den Vorschlagsnoten markiere ich als Motiv X. In der Zwischenzeit könnt ihr selbst die lehrbuchhafte harmonische Progression zu einem Halbschluss am Ende der ersten 8-tagigen Phrase sehen, gefolgt von dem bereits erwähnten Ganzschluss 8 Takte später. Ich habe Takt 17 als Beginn der Überleitung festgestellt. Achtet hier besonders auf den lombardischen Rhythmus in den Violinen. Ich nenne dies Motiv Y. Haydns Notation macht hier deutlich, dass die Vorschlagsnoten von Motiv X vor dem Schlag gespielt werden sollten. Nach einem Halbschluss in Takt 20 erfolgt eine Modulation zur Dominante. E-Dur wird in Takt 29 erreicht, wo das zweite Überleitungsthema in den Oboen beginnt. Erst in E-Dur, dann in E-Moll. Zu einer sparsamen Begleitung durch die tiefen Streicher spielen die ersten Violinen einen langsamen, synkopierten Rhythmus, der das erste Saitenthema, 1S, ankündigt, das in Takt 46 eintrifft. Die Verwendung der metrisch unbetonten Kadenz hier hat den Effekt, den Beginn des Seitensatzes zu verschleiern. Die Melodie schwebt einige Takte lang unsicher dahin, bevor sie in Takt 57 auf einem verminderten Septakkord über den zweiten Stufe zum Stillstand kommt. Nach der Pause sequenziert das Ganze zu einem verminderten Septakkord über der 5. Stufe und das zweite Saitenthema, 2S, beginnt auf der Dominante in Takt 62. Es gipfelt 8 Takte später in einer Schlusskadenz in E-Dur, angeführt von einer Rückkehr von Motiv X in den Violinen. Es folgt eine kurze Schlussgruppe, in der die Oboen die Rückkehr von Motiv Y in den Violinen unterstützen.
Der erste Abschnitt der Durchführung greift Material des ersten Überleitungsthemas auf, wobei die Tiefenstreicher 6 Takte lang das Motiv Y übernehmen. Nachdem die Violinen das Motiv Y weiterführen, erreichen wir einen verminderten Septakkord über Cis, woraufhin die Violinen Material des zweiten Saitenthemas aufgreifen. Es folgen die Synkopen des ersten Saitensatzes und dann Motiv Y, was in einem Ganzschluss in Fis-Moll endet. Abschnitt 2 folgt unmittelbar darauf und greift das erste Saitenthema auf. Dies führt zu einer stagnierenden chromatischen Harmonie, die auf einem Gis-Dur-Akkord Zwischendominante zur dritten Stufe zum Halten kommt. Hier beginnt der dritte und letzte Abschnitt der Durchführung, in dem die Oboen das Motiv X in den Violinen mit dem Dur-Moll-Wechsel des zweiten Überleitungsthemas verdoppeln. In Takt 118 erreichen wir den Dominant-Septakkord von A-Dur, wo die ersten Violinen eine 8-taktigen Kadenz spielen, die Motiv Y mit legato gespielten Aktelnoten mischt, die an das zweite Saitenthema erinnern. Als nächstes beginnt die Reprise, in der die Hörner einen wunderschönen Einsatz haben, der an den zweiten Satz der Sinfonie Nummer 42 erinnert. Beachtet, dass bei der Wiederholung des Hauptthemas P der Halbschluss am Ende der ersten Takte sofort vom zweiten Überleitungsthema gefolgt wird, in dem die Oboen das Dur-Moll-Thema spielen. Haydn hat den analogen Abschnitt der Exposition teleskopiert, zusammengeschoben, indem er das Ende des Hauptsatzes und den Beginn der Überleitung entfernt hat. Das Ende der Überleitung verläuft wie zuvor, obwohl Haydn in den Takten 147 bis 150 etwas Farbe hinzufügt, indem er die ersten Violinen ein höheres Register springen lässt. Der Saitensatz setzt wieder auf einer unbetonten Kadenz ein und verläuft wie zuvor bis zum kurzen Stopp in Takt 163 auf einem dominanten Septakkord in Sekundenstellung über H. Es folgt eine der außergewöhnlichsten Passagen in allen Sinfonien Haydns. Ab Takt 166 schiebt Haydn erstaunliche 9 Takte chromatischer Harmonik ein, die sich zu einem deutschen übermäßigen Sektakkord aufbaut, bevor sie in den Rest des Saitensatzes mündet. Wenn ich diese Stelle höre, fühle ich mich wie erstarrt, als ob die Zeit selbst stehen geblieben. Nur um den Zauber durch die Rückkehr des zweiten Saitenthemas zu brechen. Bevor wir weitermachen, schaut euch die Takte 174 und 175 genau an. Haydn hat über die Stimme der zweiten Violinen die Anweisung L'stesso tono geschrieben, wörtlich der gleiche Ton. Er beugt damit möglichen Fehlern der Musiker vor, die Fis-Moll-Kontext ein His lesen, gefolgt von einem C-Natural. Die Schlussgruppe kehrt in Takt 185 zurück, wobei die Oboen bemerkenswerterweise wieder von den Hörnern unterstützt werden.
Fassen wir das Ganze zusammen. Wir haben gesehen, dass dieser Satz eine Sonatenform in A-Dur ist, die Exposition moduliert zur Dominante E-Dur, der erste Abschnitt der Durchführung führt zu einem Ganzschluss in Fis-Moll, der Submediante, der zweite Abschnitt erreicht Cis-Moll, die Mediante, und der dritte Abschnitt bewirkt die Rückkehr zu Tonika. Die Orchesterung ist sowohl bemerkenswert als auch subtil. Wie in anderen Sinfonien dieser Periode spielen die Violinen die Melodie mit Dämpfen über den tiefen Streichern. Die Hörner werden während der gesamten Exposition und Durchführung zurückgehalten, sodass ihr Erscheinen in der Reprise den Saal wie ein Sonnenstrahl erfüllt. Und schließlich ist dann noch die Interpolation von 9 Takten chromatischer Harmonik während der Reprise. Eine Passage, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt. So, da haben wir es, Freunde. Bleibt unbedingt dran für das nächste Video über den dritten Satz, in dem Haydn noch weitere Überraschungen für uns parat hat. Und in dieser Hinsicht gebe ich euch 2 Tipps: Vorzeichen und Hörner. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.